Stell dir eine Wand aus Eis vor, 3 Meter dick. So massiv, dass ein Lastwagen darüber fahren könnte, ohne einzubrechen. Jedes normale Schiff würde an dieser Wand einfach stehen bleiben oder seinen Rumpf aufreißen. Doch dann kommt ein einziges Schiff und schiebt sich hindurch, als wäre das Eis nur eine dünne Haut auf dem Wasser. Hinter ihm bleibt eine offene Rinne aus schwarzem Wasser zurück. Und nur Minuten später beginnt diese Rinne bei der eisigen Kälte schon wieder zuzufrieren. Die allermeisten Menschen stellen sich vor, dass so ein Eisbrecher das Eis einfach mit roher Wucht durchrammt, wie ein Messer durch Butter. Aber das ist falsch. Würde er das versuchen, wäre sein Bug schon nach wenigen Metern zerstört. Der wahre Trick ist viel raffinierter und er hat erstaunlich wenig mit Gewalt zu tun. Es geht gar nicht darum, das Eis zu durchstoßen, es geht darum, es von oben zu zerquetschen. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren, warum ein Eisbrecher nicht durch das Eis fährt, sondern darauf. Wir klären, warum die mächtigsten dieser Schiffe einen echten Atomreaktor an Bord tragen. Und wir reisen zurück zu dem Mann, der dieses Prinzip vor über 100 Jahren erfand. Wenn du wissen willst, wie Menschen den gefrorenen Ozean bezwingen, dann abonniere jetzt den Kanal. Eis ist überraschend stark, wenn man dagegen drückt, aber es ist erstaunlich schwach, wenn man von oben darauf drückt. Genau diese eine Eigenschaft ist das ganze Geheimnis. Drückst du von der Seite gegen eine Eisdecke, hält sie gewaltigen Kräften stand. Biegst du dieselbe Decke dagegen nach unten, zerbricht sie schon bei einem Bruchteil davon. Ein gewöhnlicher Schiffsbug ist senkrecht und scharf, gebaut, um das Wasser zu teilen. Würdest du damit gegen eine dicke Eisdecke fahren, prallst du dagegen wie gegen eine Betonmauer. Ein Eisbrecher macht deshalb etwas völlig anderes. Sein Bug ist nicht senkrecht, sondern flach und schräg nach vorne geneigt, fast wie die Kufe eines Schlittens. Diese eine Form verwandelt das gesamte Gewicht des Schiffes in eine Waffe gegen das Eis. Mit dieser schrägen Form fährt das Schiff nicht gegen das Eis, sondern auf das Eis hinauf. Der Bug gleitet ein Stück weit auf die Decke und drückt sie mit dem vollen Gewicht des Schiffes nach unten. Und dieses Gewicht ist gewaltig, oft mehrere 10.000 Tonnen. Unter dieser Last hat das Eis keine Chance. Es bricht nicht nach vorne, sondern nach unten weg, wie eine Glasplatte, auf die sich ein Elefant setzt. Das Schiff sinkt durch die zerbrochene Decke, gleitet ein Stück weiter und hebt sich wieder auf das nächste Stück Eis. So frisst es sich nicht in einer geraden Linie, sondern in einem ständigen Auf und Ab durch den gefrorenen Ozean. Der Bug ist dafür in einem flachen Winkel von oft nur etwa 20 Grad nach vorne geneigt. Und dabei bewegt sich der Koloss kaum schneller als ein Fußgänger, manchmal nur wenige Stundenkilometer. Es ist kein Sturmlauf, sondern ein geduldiges, unaufhörliches Vorwärtsdrücken. Wird das Eis dann doch zu dick, fährt das Schiff sogar ein Stück zurück, nimmt Anlauf und wirft sich erneut auf die Decke. Am schwersten ist dabei nicht die flache Fläche, sondern die Stellen, an denen sich Schollen übereinander geschoben haben. Dort türmt sich das Eis unter Wasser zu Wellen auf, die um ein Vielfaches dicker sind als die Decke an der Oberfläche. Damit das funktioniert, muss der Rumpf ein wahrer Panzer sein. An Bug, Heck und entlang der Wasserlinie ist der Stahl besonders dick, oft mehrere Zentimeter. Viele Eisbrecher haben sogar einen doppelten Rumpf, eine Hülle in der Hülle, damit ein Leck nicht sofort das ganze Schiff flutet. Außen ist der Stahl mit einer glatten Spezialschicht überzogen, damit das Eis daran abgleitet und nicht festklebt. Und der Rumpf ist nicht schlank, sondern bauchig geformt. Diese Form schiebt die zerbrochenen Schollen seitlich nach außen weg. Das ist entscheidend, denn so geraten die scharfen Eisbrocken nicht in die Schiffsschrauben, die sonst sofort zerstört wären. Manche moderne Eisbrecher können sogar rückwärts arbeiten und mit ihren Propellern einen kräftigen Wasserstrom erzeugen, der das Eis von unten zermürbt. Anders als ein gewöhnliches Schiff hat ein Eisbrecher außerdem keinen vorstehenden Wulst am Bug, der im Eis sofort abbrechen würde. Und seine Seitenwände sind leicht nach außen geneigt. Drückt das Eis von beiden Seiten gegen den Rumpf, schiebt diese Form das Schiff nach oben, statt es zwischen den Schollen zu zerquetschen. Doch manchmal wird das Eis so dick, dass selbst dieser Koloss stecken bleibt. Eingeklemmt in der weißen Wüste, hunderte Kilometer von jeder Hilfe entfernt. Und jetzt kommt eine Lösung, die fast wie ein Kindertrick wirkt. Tief im Inneren des Rumpfes liegen große Tanks, links und rechts. Mächtige Pumpen schaufeln hunderte Tonnen Wasser von der einen Seite auf die andere, hin und her im Sekundentakt. Jede dieser Verlagerungen kippt den ganzen Rumpf um mehrere Grad zur Seite. Dadurch kippt das ganze Schiff abwechselnd nach links und nach rechts. Es schaukelt sich regelrecht frei, bis der Griff des Eises bricht und es sich wieder lösen kann. Ein Schiff, so schwer wie ein kleiner Wolkenkratzer, wackelt sich aus der Falle wie ein Auto, das man aus dem Schnee schaukelt. Viele Eisbrecher blasen zusätzlich Druckluft aus Düsen an ihren Flanken ins Wasser. Die aufsteigenden Blasen legen einen feinen Schmierfilm um den Rumpf,
an dem das Eis spürbar leichter abgleitet. Es gibt aber ein Problem, das alles andere in den Schatten stellt. Dieses ständige Aufsteigen und Zerquetschen verschlingt unfassbar viel Kraft. Die stärksten Eisbrecher leisten so viel wie Zehntausende Pferde gleichzeitig. Und sie müssen das nicht für Stunden tun, sondern für Monate, mitten in der Arktis. Ein gewöhnlicher Dieselmotor würde dafür ein Tankschiff nach dem anderen verschlingen. Dort draußen gibt es keine einzige Tankstelle. Kein Schiff könnte je genug Diesel mitführen. Die einzige Lösung war so radikal wie genial. Man baute einen Kernreaktor direkt in das Schiff. Im Jahr 1957 lief das erste atomgetriebene Überwasserschiff der Geschichte vom Stapel, ein sowjetischer Eisbrecher. Sein Reaktor konnte das Schiff über Jahre mit Energie versorgen, ohne ein einziges Mal nachzutanken. Damit fiel eine Grenze, die als unüberwindbar galt. Eines dieser Schiffe erreichte als erstes von Menschen gebautes Überwasserschiff überhaupt den geografischen Nordpol. An Bord leben die Besatzungen monatelang, fast wie in einer kleinen schwimmenden Stadt, mit Kombüse, Sauna und einem Hubschrauber, der die Eislage vorausspäht. Bis heute ist Russland das einzige Land der Welt, das eine ganze Flotte solcher nuklearen Eisbrecher betreibt. Die größten von ihnen zerschneiden Eis von fast 3 Metern Dicke, ohne auch nur langsamer zu werden. In ihrem Bauch sitzen 2 Reaktoren, die genug Strom für eine ganze Großstadt liefern könnten. Dabei ersetzt eine Menge Kernbrennstoff von der Größe einer Streichholzschachtel ganze Waggonladungen voller Diesel. Wochenlang sehen die Besatzungen dabei nichts als weiß bis zum Horizont. Diese Schiffe sind keine reinen Boote mehr. Sie sind schwimmende Kraftwerke, die sich durch das Ende der Welt fräsen. Der modernste von ihnen kann sogar seinen Tiefgang verändern, indem er Wassertanks flutet oder leert. So arbeitet ein und dasselbe Schiff sowohl auf dem offenen Polarmeer als auch in den flachen Mündungen der großen sibirischen Flüsse. Seine Reaktoren laufen dabei jahrelang, bevor sie überhaupt neuen Brennstoff brauchen. Die Idee dahinter ist allerdings viel älter als jeder Reaktor. Sie stammt von einem russischen Admiral mit dem Namen Stepan Makarov. Im Jahr 1898 ließ er das erste echte Polareisbrecherschiff der Welt bauen, ausgerechnet in England. Es trug den Namen Yermak. Und schon dieses Schiff nutzte exakt das Prinzip, das wir heute noch verwenden. Ein verstärkter Rumpf mit schräger Form, der auf das Eis hinauffährt und es unter seinem Gewicht zerbricht. Makarov bewies damit etwas, das vorher als unmöglich galt: dass man dem Eis nicht mit mehr Schärfe begegnen muss, sondern mit der richtigen Form. Sein Leitsatz war angeblich, immer geradewegs auf das Eis zuzuhalten. Und tatsächlich befreite sein Yermak später Handelsschiffe, die im Eis der Ostsee gefangen waren. Und genau deshalb sind diese Schiffe heute begehrter als je zuvor. Denn das arktische Eis schmilzt und entlang der russischen Küste öffnet sich eine neue Route. Sie verbindet Europa und Asien und ist tausende Kilometer kürzer als der Weg durch den Suezkanal. Wer diese Abkürzung beherrscht, spart bei jeder Fahrt Wochen an Zeit und gewaltige Mengen Treibstoff. Doch selbst diese schmelzende Route ist große Teile des Jahres zugefroren. Also fahren die Eisbrecher voran und ziehen ganze Konvois aus Frachtschiffen wie an einer unsichtbaren Leine hinter sich her. Ohne dieses eine Schiff an der Spitze käme keiner der schweren Frachter auch nur einen Kilometer weit. Ein einziger Eisbrecher entscheidet damit, ob eine ganze Handelsroute offen ist oder vollkommen tot. Sie brechen nicht nur Eis, sie öffnen eine Tür zwischen 2 Welten, die bisher das Eis verschlossen hielt. Und damit bleibt eine Frage, an die kaum jemand denkt. Wenn ein einziges dieser Schiffe genug Energie für eine Großstadt an Bord hat und sich durch das Ende der Welt frisst, wem gehört dann eigentlich dieser neue Seeweg, sobald das Eis ganz verschwindet? Schreib mir in die Kommentare, welches dieser Details dich am meisten überrascht hat. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.